Zunächst möchte ich Ihnen einmal klar machen, And first, I would like to make it clear to you dass die Testmethoden that schon eine alte Methoden sind the test methods are actually old test methods, und die Ärzte, die biologisch dachten, and the physicians who are thinking biologically schon immer nach Wege suchten, have looked. Das sind die wichtigsten Organpräparate. Those are the main organ preparations. Damit können Sie die ganze Diagnostik machen. You can do the practice of entire diagnosis with these. Und wir haben eben mit den Organpräparaten den Vorteil, dass Sie chronische Prozesse erfassen können mit der D-Reihe. And the other advantage that you have with the more organ preps that you can recognize chronic processes with the D series. Die Potenzen D6, 5, 4, That 3. means potencies D6, 5, 4, 3. Und dass Sie die entzündlichen Prozesse erfassen können And the inflammatory processes can be recognized mit 6, 8, 10, 12, 15, 20 und 30. with the use of 6, 8, 10, 12, and on through 30. Aber meistens brauchen Sie ja nur bis D15. But most of the time you get by with D15. Es war, 20 und 30 braucht man nur relativ selten. 20 and 30 is used relatively very seldom. Und Sie können noch einsparen und weniger Organpräparate brauchen, And additionally you can save and use very few organ preparations weil man im Notfall because in a urgency, Maxilla und Mandibula auswechseln kann. because you can also interchange maxilla and Also mandibular. zwischen den Organpräparaten Maxilla und Mandibula ist kein sehr großer Unterschied. There isn't a great deal of difference between the organ preparation maxilla and mandibula. Wenn Ihnen also mal die Organpräparate Maxilla ausgehen, So should you somehow run out of the organ preparation maxilla, dann mache ich mit Mandibula weiter. then I just continue on with the Umgekehrt. mandibula Das geht ohne weiteres. and turn around. It works. Ich habe bei der Firma Wala versucht, I have tried with the Walla company ein gemixtes Organpräparat Maxilla Mandibula zu machen, to have them produce a mixture of the two, aber das geht heute durch Gesetz in Deutschland nicht mehr. but because of the laws that we have now in Germany, this isn't possible Das anymore. würde allein an Prüfkosten etwa 100.000 Mark kosten. Because the company would have to invest in excess of 100,000 mark to do that, Und so sagen die no. and they declined. Aber wenn Sie jetzt das Gleiche machen wollen mit Nosoden, If you want to do the same thing with the use of nosodes, dann brauchen Sie unheimlich viele Nosoden, you will find that you will need an enormous great number of nosodes, denn die Nosode ist krankheitsbezüglich. because the nosode is disease-oriented. Also Sie können eine akute Pulpitis So you can, in an acute pulpitis, zum Beispiel diagnostizieren you can diagnose mit Organpräparat Pulpadentis D6, 8, 10, 12. with organ preparation, pulpadentis, the 6, 8, 10, 12. Für die Nosode brauchen Sie aber die Spezialnosode akute Pulpitis. But with the nosodes, you will need a specific nosode, the acute pulpitis. Und wenn der Patient eine chronische Pulpitis hat, And if he happens to have a chronic pulpitis, brauchen Sie extra wieder den ganzen Satz für chronische then you need the whole set Pulpitis-Nosode. of chronic pulpitis nosodes. Aber nur ein Organpräparat. But here you get by with only one organ preparation. Und ähnlich ist es auch mit der Kieferostitis. And of course the same applies for jaw ostitis. Die Firma Staufen Pharma
the company Stoughton Farmer hat ungefähr, ich glaube, 10 verschiedene Nosoden Kieferostitis. has at least 10 different nosodes for jaw ostitis. Eine Generalnosode Kieferostitis, A general jaw ostitis nosode, aber dann auch fettige Kieferostitis, but then also jaw ostitis fetty, degenerative Kieferostitis, degenerative ostitis, entzündliche Kieferostitis inflammatory, und verschiedene andere mehr. and many, many others. Aber vergessen Sie bitte nicht, But please don't forget nur die Nosode Kieferostitis, also die einfache Nosode Kieferostitis, ist histologisch genau kontrolliert. that the jaw ostitis nosode is histologically carefully controlled, Und dafür kann ich mich selber verbürgen, and I can vouch for that denn die habe ich selber gemacht. because I have made it myself. Und das ist folgendermaßen gegangen. And this happened as follows. Wenn ich einen Restostitis-Prozess ausgeräumt habe, When I cleaned out the residual ostitis process, dann habe ich einen Teil des Materials, then I used part of that material, die Hälfte des Materials geteilt, also das Material geteilt. I halved that available material. Den einen Teil habe ich ins Histologische Institut geschickt I sent half of that to a histological institute, und den anderen habe ich in Glycerin aufbewahrt. and the other part I preserved in glycerin. Und dann haben wir genau gewusst, welche histologische Diagnose dahinter steht. And in this way we knew exactly what type of histological examination was present. Und so sind die Nosoden, an denen ich beteiligt war, alle entstanden. And this is how all the nosodes in which I participated have originated. Ich war der Meinung, das ist der einzig brauchbare Weg. Because I was of the opinion that that is the only useful way. Leider ist das nicht für alle Nosoden von Stoughton Farmer so gemacht worden. But unfortunately, we cannot say for all of the nosodes that Stoughton Farmer produces. Da gibt es zum Beispiel eine Nosode wurzelbehandelter Zahn. There is one nosode which is called root canal treated tooth. Und ich finde, das ist eine ganz große Schweinerei. And I kind of find that this is really It's not correct. not correct. Ja. Denken Sie bitte selber an Ihre eigene Praxis. Because here, consider your own practice. Wie viele verschiedene Erkrankungen kann ein toter Zahn vorher durchgemacht How haben? many different diseases can a devitalized tooth go through? Und was füllen wir alles für Materialien in den Wurzelkanal? And what various materials are used to fill a root canal? Das beginnt mit Phenolen, It begins with phenol, dann brauchen wir Iodoformprodukte, and then iodoform products, dann nehmen wir Zemente, and various cements, dann nehmen wir Silber oder Gold, then silver or gold, wir nehmen sogar Amalgam. and perhaps even amalgam thrown in. Also was es überhaupt nur gibt, kann man da reinfüllen. Whatever is being used to fill it. Und daraus macht man dann eine einzige Nosode, da weiß kein Mensch, was drin ist. And here only one nosode is made, and so no one really knows what is in it. Da ist die Nosode, wenn Sie schon prüfen wollen in dieser Richtung, And so this nosode then is, if you want to test it in dann this nehmen direction, Sie statt wurzelbehandelter Zahn lieber die Nosode eine gangrenöse Pulpa. and so then you should perhaps utilize the nosode gangrenous pulp. Da haben Sie das viel bessere und sichere Ergebnis. You may have a more consistent result. Also Sie müssen auch bei der Anwendung der Nosoden entsprechend vorsichtig sein, And so meine ich. when you use nosodes, you should exercise a certain amount of care. Und heute ist es praktisch gar nicht mehr möglich, eine neue Nosode zu machen, And today it is practically impossible to make new nosodes. weil alle neuen Präparate durch das Gesundheitsamt geprüft werden müssen. Because all the new preparations have to be approved by the Federal Bureau of Health. Und die lehnen alle neuen Nosoden a priori ab. And most of the new nosodes then are declined. Denn wir müssen einen klinischen Beweis für die Wirksamkeit bringen. Because we have to produce a clinical effectiveness proof for that substance. Und keine Klinik macht das. But if you label that used on animals, then you can import it.
since we are derived from monkeys, that is right in line, isn't it? Speak for yourself. Speak for yourself. I came down on a spaceship. Speak for yourself. Stan, where do we buy the We've heard of evolution, and we are basically animals. Sie sehen also überall auf der Welt das Gleiche. Where do we get the organ preparation? Man macht ein Gesetz und die anderen suchen, wie man das umgehen kann. Sag's mal. You see, one faction is producing the laws, and another faction is trying to find ways of circumventing the law. Sie fragten nach der Differenz zwischen Organpräparaten und Nosoden. You have asked the difference between organ preparations and nosodes. Die Organpräparate werden gewonnen von noch nicht geborenen Tieren in der Regel. The organ preparations are usually made from fetal organs or organs of fetal animals. Da wird zum Beispiel dann die Leber entnommen. The liver then is removed. Aber unter sterilen Bedingungen. However, under sterile conditions. Da sind also ein Histologe dabei, da ist ein Tierarzt dabei und ein Arzt. In the company of a histologist, a veterinarian, and also a physician. Also absolut klinische, einwandfreie Bedingungen. So that we have absolute clinical sterile conditions. Dann bereitet Wala diese Präparate homöopathisch auf. Then Wala prepares that substance homeopathically. Also verdünnen und verschütteln. That is, to dilute and to potentize. Und dann werden daraus die Ampullen ausgeführt. And that is what makes those ampules. Und erst dann wird die Ampulle sterilisiert. And only then do they sterilize the ampule. Damit sie injizieren können. So that you can also inject that material. Das ist der Herstellungsweg von Organpräparaten. That's the route of preparation of organ substances. Ähnlich ist es ja auch bei homöopathischen Mitteln. And similar processes are used with homeopathic substances. Bei Nosoden ist das ganz anders. But nosodes, this is quite different. Wenn Sie zum Beispiel die Nosode Hepatitis herstellen If you wollen, want to produce the nosode hepatitis, dann müssen Sie ein Lebern haben, then wo die Hepatitis klinisch nachgewiesen ist. you need to use a liver where the presence of hepatitis has been substantiated. Hier handelt es sich also infektiöses Material. Here you deal with infected material. So ist der erste Schritt, So the first step ist die Sterilisation. is the sterilization, Meistens sogar eine doppelte and perhaps Sterilisation. even a double sterilization. Dabei müssen Sie bedenken, dass durch die Sterilisation das Material schon etwas verändert wird. So you have to keep in mind that this method of sterilization may change the material. Das ist der erste Schritt. That's the first step. Erst wenn die Sterilisation erfolgt ist, darf es Staufenfarmer in die Fabrik nehmen. Only after that sterilization method is performed can Stauffen Farmer bring that material into the factory. Wenn das in Deutschland nicht der Fall wäre, If this were not the case in Germany, würde die ganze Fabrik geschlossen. they would close down the factory Und die immediately, müssten alles zerstören. and they would have to destroy everything. So streng sind da die Gesetze. This is how stringent the laws are. Also erst das sterilisierte Material darf Staufenfarmer verarbeiten. So only sterilized material can Stauffen Dann Farmer wird das use. homöopathisch aufbereitet, Then homeopathically that material is prepared. also auch wieder verdünnt und verschüttet. That means setessed and diluted. Und wenn es in Ampullen abgefüllt ist, And when it is filled in ampules, wird es wieder meistens mit Strahlentechnik sterilisiert. then it is again sterilized, usually using radiation, sterilization. Also nicht mit Wärme, sondern mit Strahlen. Not with heat, but radiation. Und so bekommen Sie es And dann. that's how you get it. Sie sehen also, zwischen beiden ist ein erheblicher Herstellungsunterschied. So you see between the two there is a significant production difference. Die Nosoden mehrfach sterilisiert und dadurch natürlich auch etwas verändert. The nosodes sterilized multiply and consequently altered somewhat. Die Organpräparate natürlich bis zur letzten Sterilisation. And the organ preparations prepared naturally until the very last step. Das ist also auch ein Grund, warum ich, wenn es geht,
zur Diagnostik die Organpräparate vorziehe. And this is why I prefer the organ preparations for my diagnostic procedures. Are you ready now? Where do we purchase? Dr. Turk can start. Thank you. Where do we purchase the organ preparation? Yeah. Buy them. Organ preparation. Organ preparation, only by Wala, the different potencies. And we have only another factory makes organ preparates, that is Heal. But Heal has only organ preparates in the combination of different potencies, either the 6, the 10, the 12, and the 200. And that they name the Suis Präparats. Wie habe ich das richtig gesagt? Also, aber mit den Suis-Präparaten von Heal, With the soup preparations from Heal, da können Sie keine Herddiagnostik machen. you cannot do a focus diagnosis. Denn wenn ich Herddiagnostik machen will, dann muss ich ja eine von den verschiedenen Potenzen finden. Because to do a proper focus diagnosis, you have to have all the single various potencies. Die Potenz, welche geeignet ist, einen Messpunkt auszugleichen, ist ja meine Diagnostik. Because what gives me the diagnosis is the potency which is required to balance that particular Also, point. wenn ich hier Mandibula brauche, einmal D3, So if I need down here a mandibular 1 time D3, dann weiß ich, dass in diesem Bezirk ein chronisch entzündlicher Prozess ist. then I know that in this area there is a chronic process, the pulsi process Wenn aber present. die Ausgleichspotenz ist zum Beispiel D15 But if the balancing potency is D15 von Organpräparat Mandibula, of organ preparation mandibular, dann ist es hier kein chronischer Prozess, sondern akuter. this then shows an acute rather than a chronic process. Wenn nun Heal in einer Ampulle D6, D10, D12 und 200 hat, If Heal has an ampule that has all the different potencies all in one ampule, dann kann ich damit keine Differentialdiagnostik it machen. makes it impossible for me to have a differential diagnosis. Aber ich kann sehr wohl auf den Punkt damit ausgleichen But I may be able to balance that point with that und diese Ampulle dann zur Therapie verwenden. and use that ampule then for therapy. Das ist möglich. That certainly is possible. So nehmen wir die Wala-Präparate zur Diagnostik und Therapie, We utilize Walla preparations for diagnosis and therapy, aber die Heal-Organpräparate, but the Heal preparations, die wir ja Suis-Präparate nennen, which are called Sioux preparations, weil sie vom Schwein stammen, because the derivatives is of pig origin, die nehmen wir nur zur Therapie, nicht zur Diagnostik. we use those only for therapy and not diagnosis. Ist das klar? Ja? Is that Ich clear? finde, das muss man genau wissen. I Und find leider that wird da oft Mist gemacht. it is important to know that, and sometimes one makes rather little of that. So, now, Ralf. Thank you to very good friend. 3 hours. And I have 1 hour. Ralph, he gets more money now. He gets more money now. He spoke Yes, more that's good. longer. So you see why? Tomorrow only Dr. Kramer. Die ersten Teste waren alle serologische Teste. The first tests were mainly serological tests. Wer kennt den Histamintest von Ihnen? Anybody here who is familiar with the histamine test? Bei dem Histamintest wurde eine Histaminlösung In that test, a histamine ein solution, 5.000, 1 zu 10.000 und 1 zu 30.000. 1 to 5,000, 1 to 10,000, and 1 to 30,000. Hergestellt und dann in die Augen eingetropft. It was produced and then it was dripped into the eyes, Und die Konjunktiven röteten sich, and the conjunctiva reddened wenn eine chronische Entzündung auf derjenigen Seite war, if die there was sich the rötete. presence of chronic inflammation on that particular site that showed the redness. Das war eine Hinweisdiagnostik, That was a hint diagnosis die uns schon damals in den 50er Jahren weiterhalf, Erde zu suchen. that was applied by us in the 1950s and helped us to progress on.
Aus denselben Prinzip besteht die Kapillarresistenzmessung nach Gottsch Blumengrot. The same principle also is applied in the capillary resistance test according to Gottsch and Blumenkorn. Es wurden Saugglocken im Kieferbereich angebracht, Suction devices were placed in the jaw in den area, Supraclavicular in the supraclavicular area, und auf dem Sternum. and also on the sternum. Und es wurde ein Druck von einer Atmosphäre angelegt. A pressure of 1 atmosphere was then applied, Es traten Kapillarblutungen auf and if capillary bleeding points appeared, und bei 8 Kapillarblutungen pro Quadratzentimeter and if the appearance of 8 bleeding spots for each square centimeter, war der Verdacht einer Herde im Kopfbereich gegeben. then the suspicion of a focus for the head area was given. Das waren die ersten Teste, die uns überhaupt zur Verfügung standen. Those were the very first tests that were available to us. Dann kamen die Antigenteste. Then followed the antigen tests. Peripher und Botjan waren alles The Pfeiffer and Botjan Antigene aus vereiterten Zähnen und aus Granulomen und kranken Tonsillen. were antigen tests from pussy teeth, granulomatous teeth, and also from the tonsils. Diese Teste stimulierten die Herde im Körpergebiet These tests stimulated the foci in the head area durch die Antigen-Antikörperreaktionen through the antigen-antibody reaction, und es kam zu akuten Exacerbationen an den beerdeten Stellen. and it came to acute exudate in the stressed areas. Diese Teste waren aber etwas gefährlich, These tests were wrought with some dangers weil sie nicht reversibel waren. because they were not reversible. Also, es konnte passieren, dass dass aus dem chronischen Blinddarm ein akuter wurde It was possible to create a acute situation from a chronic appendicitis oder aus der chronischen Galle eine akute Galle wurde. or from a chronic gallbladder problem to an acute condition. Man konnte den Vorgang nicht stoppen You could not stop that process, und deshalb waren diese Teste nur in der Hand eines erfahrenen Mannes anzuwenden. and this is why these tests were only used by somebody who was Bei der quite experienced. Bei der Cutivacile Paulovum handelt es sich um Tuberkulose, In the QD Antigene. vaccine test, it deals with an acute vaccine, Hiermit tuberculous konnte man vaccine. sowohl einen Test durchführen als auch eine Nachbehandlung machen. With this, you could not only carry out the test, but also do a post-treatment. Sie waren nicht so aggressiv They were not as aggressive, und daher wurden sie sehr gern durchgeführt. And Wir that- machen and that is why sie the- auch in unserer Praxis. that's why they were well liked and carried through, and we also used it in our practice. Erleichtert, die ganzen serologischen Teste wurden dann besser, als man mit den Spengler-Sahnen testete. All these above tests were significantly improved when the use of the Sprunglasan came into use. A moment, please. To sprinkle some. A moment. While we have a second here, Fritz, while we have a second, we would like you also to take and tell us what instruments we should buy first, second, third, to add to the armamentarium to do this work. In other words, what's first, what's second, what's third, down the line. Ich mache erstmal weiter hier. So, wir haben, das sind die Spengler-Sahne, die ich dir mitgebracht habe. The Sprunglasan, which I brought along, Die Spengler-Sahne wurden von dem Dr. Spengler als erste entwickelt, Dr. und zwar Spengler developed it first zur Behandlung von Tuberkulose
And that was for the use in treatment of tuberculosis. war in einer Schweizer Lungenheilanstalt tätig. He worked in a Swiss tuberculous institution. Die Firma Meckel in Godesberg, Bad Godesberg, erwarb diese Antigene von Spengler und entwickelte dann die verschiedenen Spenglersane T, R, G, A, K, D und DX. The company Mengler in a German town was responsible for developing this solution with the designation of TRGAKDX. Es stellte sich heraus, dass Erbbelastungen der Patienten It proved that the hereditary stresses of patients gerade mit diesen sogenannten Spenglersanen wunderbar behandelt werden konnten. it was possible to treat people with this solution quite satisfactory. Auch heute noch behandeln wir sehr gerne mit Spenglersanen. Even today, we still prefer the use of Spenglersan in the treatment of Ich patients. möchte Ihnen das sehr ans Herz And legen, I would certainly like to emphasize that for you. denn gestern sagte ich schon, dass die Erbbelastungen heute eine sehr große Rolle spielen. Because as I mentioned to you yesterday, that the hereditary stresses play a significant role every year. Und sie im Körper kodiert sind. And that they are somehow coded into the body. Und mit Hilfe dieser Spenglersane haben wir eine große Möglichkeit, diese Erballergene aus dem Körper zu löschen. And with the use of this Spenglersan, it makes it possible for us to flush those things out of the body. Außerdem können wir mit diesen Mitteln, vor allen Dingen mit T, R und G, And especially with these substances, primarily with T, R, and G, Ausflockungsreaktionen machen to perform dissolving treatments, und können sehen, ob der Patient erbmäßig noch mit Tuberkulose, mit Lewis oder mit grippalen Infekten belastet ist. and then we can determine whether the patient is still stressed with the hereditary grip, toxins of grip, and TB, and the other one was what was? Es ist eine sehr einfache Typhus, I guess. Methode. Wir nehmen Uhrengläschen, It is a simple method. We take nehmen einen Tropfen Blut aus dem Ohr, a drop of blood from the ear, geben ihn in diese Uhrenschälchen and we put it into one of those test und mit tubes. einer Pipette nehmen wir aus der Ampulle T, R und G And with the jeweils pipette, we take a drop from the three einen halben Kubik oder ein Viertel Kubikzentimeter From und 3 geben ihn zu ampules. dem Blut. about 3/4 cubic centimeters and add it to the blood. Ist der Befund positiv, If that flockt is das positive, Blut aus. then the blood precipitates. Und wir haben damit die Sicherheit, wir haben damit die Möglichkeit, also zu erkennen, der Patient ist neben allen anderen Belastungen auch noch erbmäßig mit diesen Sachen belastet. And this gives us the possibility to see that the patient, along with many other things, is still also hereditarily stressed with these substances. Wie kann man unterscheiden, ob es erbbelastet ist oder dass der Patient wirklich Pfeife hat? Sie meinen jetzt Tuberkulose hat, oder? Ja, Tuberkulose. Die Reaktion, sagen wir mal, die Tuberkulose ist ja... Should I translate the question? Sorry, the question was, I thought he talked English. The question was, how can one distinguish between the inherited TB tendencies and the actual presence of TB? An der Stärke der Reaktion, On the der force of the Ausflockung, reaction of the ob wir mit einem precipitate, Tropfen ausflocken können whether I precipitate one drop oder ob wir mit mehreren Tropfen or ausflocken whether können, it required gibt uns several Hinweis, drops. wie stark die Belastung It gives ist, us ob the sie halt hint mehr akut, how mehr strong chronisch ist. the Ja? stress is, whether it is acute or chronic. So, und dann haben wir noch die Spenglersane. Ist dazu noch eine Frage And now, is there another question zu dieser Methode? to this Bitte method? merken Sie sich, die ist sehr
effektiv. One thing to remember, it is very effective. The Spangler Sun is actually a homeopathic preparation. Nein. No. No homeopathic. No homeopathic preparation. Der einzige Nachteil, The only disadvantage, alle Spengler-Sahne sind mit Phenol haltbar gemacht. the Spengler-Sahne, all of the Spengler-Sahne is made to last with phenol, the use of phenol. Und früher haben sehr viele Zahnärzte mit Phenol gearbeitet. And of course, in the past, many dentists used phenol in their work. Und daher waren sehr viele Menschen gegen Spengler-Sahne, gegen Phenol überempfindlich. And this is why it showed that so many people then were oversensitive to the phenol. Und daher bekamen sie eine allergische Reaktion That's one reason why they had the allergic bei der reaction Behandlung. in the treatment with Spengler-Sahne. Jetzt haben wir noch die DX und D, die Sie als Zahnärzte interessieren. Now we also have the D and DX solution, which may be of interest to the Denn dentist. mit diesen beiden Mitteln sind wir in der Lage, auch eine Herddiagnose erhärten zu können. Because with these two substances, it is possible for us to make a focused diagnosis. Wir gehen folgendermaßen dabei vor. And here's how we proceed. Zunächst geben wir die Verdünnung DX. At first, here's how we proceed. At first, we give the dilution DX. Sie haben also Antigene von Streptococcus lacticus, Pyrogenes, also There alle are antigens Bakterien, of Streptococcus lacticus and Pyogenesis, that is, all bacteria die im Zahn und im abgetöteten Zahn vorkommen können. of all bacteria that can be present in a dead or a non-vital tooth. Diese DX, diese Ampulle mit der Flüssigkeit DX, This ampule with the solution DX wird jetzt von dem Patienten in die Armbeugen eingerieben. is then rubbed by the patient into the arm, into the cubital area. Dann, dann wird der Patient aufgefordert, alle Sensationen im Kiefer-Körperbereich aufzuschreiben. Then the patient is instructed to record all reactions in the head and jaw area Also within 24 hours. ob plötzlich Schmerzen am Ohr For bekommt example, if he would have sudden pain in oder the ob ear, im Kieferbereich Schmerzen or where the bekommt, pain appears in the jaw, am Blinddarm, the appendix, Gallenblase und so weiter. gallbladder, etc. Dann wird nach 24 Stunden eine Ampulle D dem Patienten mitgegeben Then after 24 hours, an ampule of D is given to the patient, und innerhalb von 24 Stunden reibt er diese Ampulle and within 24 hours, the patient again rubs that ampule, wiederum in die Ellenbeugen ein. also again in the cubital area, rubs that again into the cubital area. Und dann schreibt er weiter seine Sensationen, die er bekommt, auf. And again, he records the sensations that may occur. Und wir können dann immer wieder feststellen, dass die sogenannte stumme Herde melden. And here we can then determine that so-called quiet foci may make themselves known. Wir haben diese Mittel sehr lange eingesetzt. We have used these substances for quite a while. Die Verdünnung ist so hoch, The dilution is so high dass keine akuten Exacerbationen oder Katastrophen passieren können. that no acute problems will arise. Sie können also diese Mittel gefahrlos einsetzen. So you can utilize these substances without any fear. Das waren also die sogenannten Spengler-Sahne, This is the so-called die also Spengler einmal Sahne, zur Diagnose und einmal zur Therapie angewandt werden können. which can be used as a therapy and also as for diagnosis. Eine Therapie soll immer mit dem Spengler-Sahne K beginnen. The treatment should always begin with K3. Für
für jede Umstimmungstherapie. for any change therapy. Wir fangen an mit einem Tropfen Here we begin with 1 drop pro Tag for each day. und nach einer halben Woche Several days later, steigern wir dann, bis wir in 3 Wochen eine Ampulle zusammengeben können. this is increased until in about 3 weeks a whole ampule is given. Also es wird bei uns mit 3 Wochen Antigen K vorbehandelt. That is, in our case, we use for 3 weeks an antigen type of therapy as a pre-treatment. Und dann gehen wir auf die spezifischen Belastungen, die wir durch den Koagulationstest gefunden haben. And then we go to the specific the therapies that were determined by the coagulation test. Fangen wir mit der Behandlung an, wieder nach demselben Schema. And we begin again with the treatment according to the scheme described. Aber nicht, wenn jetzt eine Tuberkulosebelastung, eine Lewis-Belastung und eine Grippebelastung da liegt. However, not if there is already a predisposed problem with TB, typhus, or flu. Gehen wir immer nur Mittel für Mittel durch. Then we go only substance by substance. Nicht alle 3 Mittel auf einmal. But not all 3 substances at once. Diese Nachbehandlung bewährt sich auch sehr gut. And this post-treatment is also quite effective. Hat jemand dazu Fragen? Do you have any questions? War es klar? Welche Verdünnung wird benutzt? Es gibt nur eine Verdünnung. There is only one Es gibt solution. nur eine Verdünnung. Brauchst du kannst immer einreichen. Du kannst zum Beispiel als Grippeprophylaxe, da kann man einen Tropfen per Os nehmen. Also wenn man vermutet, dass man in den nächsten Tagen, dass man sich infiziert hat und die Widerstandskräfte nachgelassen haben, dann können Sie zum Beispiel mit Spenglasan G eine echte Prophylaxe treiben, indem Sie einen Tropfen Spenglasan K. Anybody has the break? Ich muss Zeit zu übersetzen haben. Wenn Sie in Gefahr sind, If you're in the danger of an eine infection, Grippe, to have caught eine the Grippe zu flu, bekommen, können Sie mit Spenglasan G then you can use Spenglasan G eine Prophylaxe treiben. and perform a prophylaxis. Sie geben täglich mehrmals einen Tropfen Daily, G. multiply, you can give several drops of Und G K. and also solution K auf die Zunge on the tongue und behalten das längere Zeit im Mund, and bevor Sie es herunterschlucken. allow it to remain on the tongue for some time before you swallow it. Oder Sie geben es sich in die Nase, Or it can also be placed into the nose. das ist ebenso gut. It also is equally as good. Also es ist eine reiche Palette für Therapie und Diagnostik mit diesem Spenglasan zu erreichen. This presents quite a rich palette in the scope of therapy and diagnosis in the use of Spenglasan. Ist das erhältlich hier in den Staaten? Wahrscheinlich auch wie bei uns über Auslandsapotheken. Perhaps Ed may answer that question. Wir haben- It's possible through the drugstores that deal with products from the Wir haben in overseas. Deutschland immer Apotheken, die Auslandspräparate einführen dürfen. Because in Germany we do have some drugstores that are allowed to import products from outside the country. Und das weiß ich nicht, ob es das hier gibt. Whether we have that here, I don't know. When you order, what do you ask? You have, Wenn man das ordnet, wonach fragt man? Für die verschiedenen Nein, da gibt es Testsätze. there are test sets available. Einen Testsatz für Spenglasane. That is a test set for the use of Spenglasan. Ja. Und diesen Testsatz kann man aber gleich zur Behandlung mit verwenden. And of course, you can then utilize that test set also for therapy. Does he use it very often? Is this a
common therapy that he uses? Ist das eine häufige Therapie, Gebrauch? In Deutschland ja. Wird von vielen angewandt, vor allen Dingen von allen Heilpraktikern. It is used quite common in Germany, especially from the practitioners. Oh, kann das andere Folie wieder gezeigt werden? Das ist vorher gehen. Will ein Bild. Amen. Hey Stan, in the first newsletter is the address where you can get the Sanofarm in Holland. Ja. Am ersten Brief, Neuigkeitsbrief von unserem, ist der Adresse. Ist der Test drin, ja. Dann haben wir, wie gesagt, den Annulationstest nach Hunecke. We also had the annulization test according to Das ist Hunecke. also der Implantol-Test. That is the implantol test. Und zwar, der beruht ja auf der Tatsache, And that rests on the fact dass wir den Fokus anspritzen, that we inject into the foci die energetischen Bahnen unterbrechen and we break the energetic pathways und damit Fernwirkungen des Herdes auslöschen können. and thus we can extinguish the distant reactions of the focus. Das ist der von Hunecke gefundene Annulationstest. And that is the test that was discovered by Hunecke called the annulization test. Wer sich noch nicht damit beschäftigt hat, muss aber wissen, Those who have not dealt with that should know die Wirkung hält eigentlich nur 4 bis 5 Stunden in der Regel an. most of the time the duration of the relief is only good for 4 to 5 hours. Anders ist es bei dem Anspritzen von Narben. It is different, however, in the injections of scars. Hier können Sie mit einer einmaligen Injektion einen Erfolg haben, einen Dauererfolg haben. Here you can have a total success with only one injection. Wenn keine Narbeneinschlüsse bestehen. If there is the absence of scar inclusions. Dann haben wir den Leukozytentest, den wir ja nun schon besprochen haben in etwa. And we have the leukocyte test, which has Den already ich been Ihnen aber alluded to gerne dann several noch times. einmal erklären will, wenn Sie es wollen. If you desire, we can explain that one to you again. Möchten Sie das oder wer kennt ihn? Would you want me to go into that, or are you familiar with the leukocyte test? It's on the first tape when he was here. Wollen Sie es hören? It's on last year's video, Yeah. and we did it clinically. So if you want to Also, look at little it, pamphlets available explaining it fully. Gut. Dann kam die Ära der elektrischen Testmethoden. And then, of course, we enter the era of the electrical test methods. Der erste, der einen elektrischen Test entwickelte, war Dr. Krohn in Kronberg. The first one who had developed an electrical instrument was Dr. Krohn from Kronberg. Im Taunus, und der stellte die sogenannten Somatogramme her. And he also demonstrated the somatograms. Er hat 160 elektrisch positive Punkte am Körper abgegriffen He has developed 160 positive points on the surface of the body. und eine Kurve damit dargestellt. And has then developed a curve. Dann hat er diese Punkte elektrisch stimuliert Then he stimulated all those points electrically, und hat wiederum die Punkte abgegriffen and then again he tested all those points. und konnte sehen, dass sich diese beiden Kurven, wenn die elektrische Therapie positiv war, einander näherten. And then he discovered that the profile of the curve with the use of electrical stimulation approximated each other. Wolkewitz war der nächste, der maß mit einer Rollelektrode. Volkowitz was followed then. He was one that measured with an electrode, the use of an electrode. 3 Parameter,
Einmal den Hautwiderstand, 3 parameters. One, again, the skin resistance, das Hautpotenzial the skin potential, und die Temperatur. and also the temperature. Hatte also den ersten kombinierten Lokalisationstest und Regulationstest. He had the first combination of regulation and stimulation test. Leider fand sich nach seinem Tod kein Fabrikant mehr, der diesen Test durchführte, denn er war sehr gut. Obwohl er sehr gut war. Unfortunately, following his death, we couldn't find any company that was willing to carry on his test methods, even though it was very good. 1953 bis 1953 entwickelte Standl und Gehlen unseren Elektrohauttest. In 1953, the electroskin stimulation test was developed by Gehlen and Und Standl. die anschließenden Tests sind Ihnen alle in Durchführung und Auswertung bekannt. And of course, all the other following tests Wir brauchen there darauf nicht einzugehen. are already known to you. I don't know whether we need to go into that any very specific. Ich will Ihnen jetzt versuchen, die Decodermessung I want to in try etwa zu erklären and und explain to Ihnen you zu zeigen, wie man diese Decodermessung auswertet. the decoder measurement now, and also show you how one can evaluate the results. Sie wissen, wir haben bei der Hautmessung können wir verschiedene Messungen erreichen. You see, in the skin measurement, we can reach various measurements. Wir können die Hautpotenziale messen. We can measure the potentials, Wir können Widerstände messen. the resistance, Und es gibt in der Messung noch sogenannte Wechselfeldmessungen. and in the measurement we also have the so-called change-over field measurements. Das Grundprinzip aller Messungen The ist, primary entweder principle of all the measurements are either sind es Primärmessungen, the primary measurements. da versteht man also, dass nur Eigenstrom abgenommen wird, ohne Zugabe von Fremdstrom. With this, we understand only the picking off of the already present currents on the body without the addition of foreign current. Und wir haben Sekundärmessungen, And we have secondary measurements. das ist ein abgenommener Strom, eine abgenommene Messung, This is- die durch Widerstand bei aufgedrückten Messströmen. Das heißt This is also, the removal of current after the application of a measurement current. durch das Aufdrücken von Fremdstrom The current that was applied, überwinden wir das Eigenpotential von 0,9 Volt. the potential, the present potential is then surpassed in the amount of 0.9 volts, Und erreichen im Körper einen Batterieeffekt. and this creates a battery effect in the body. Dieser Batterieeffekt wird umgekehrt beim Absetzen des Fremdstromes. This battery effect is then turned around in the removal of the introduced current, Und wir können dann wiederum Strom messen, and then we can measure the current again, der praktisch eine Widerstandsmessung ist. which in essence is nothing more than a resistance measurement. Also, der abhängig ist vom Aggregatzustand And so this is then dependent on the aggregate condition des Gewebes und der Haut. of the tissues and the skin. Das ist wichtig, dass man das zuvor wisst. This is important to know beforehand, Bei der Decodermessung because in the decoder measurements haben wir sowohl Primärmessung we have the presence of primary als measurements auch as Sekundärmessung. well as secondary measurements. Die Decodermessung ist eine Quadrantenmessung. The decoder measurement is a quadrant measurement. Wir haben 7 Ableitungen. We have 7 sources. Der Beginn gemessen wird im Uhrzeigersinn. We wiederholen.
gemessen wird im Uhrzeigersinn. Oh, the measurement is done in the clockwise manner. Zunächst haben wir die Kopf-Handmessung links At first, we have the hand measurement on the left side als erste Ableitung. as the first tap. Dann haben wir die Hand-Fuß-Ableitung links Then we have the hand-foot tap on the left side als zweite Ableitung as the second tap in der Longitudinalen. in the longitudinal. Und wir haben dann rechts Kopf, Hand And then on the right side, we have head, hand als dritte Messung as the third measurement and third tap. und wir haben Hand, Fuß And then we also have hand, right foot als vierte Messung. as the fourth measurement. Dann kommt die horizontale Messung. Then we add the horizontal measurement, Wir messen also Kopf, Kopf head to head als fünfte Ableitung, as the fifth tap, Hand, Hand and hands to hand als sechste as the sixth, und Fuß, Fuß als siebente. and foot to foot as the seventh. Wir können dabei vollkommen verschiedene Bilder erhalten. And this allows us to compose different pictures. Sie können sich in etwa das so klar machen. You can Hier, think of it clearly this way. wir messen auf den Longitudinalen messen wir die langen Meridiane On longitudinally, we measure the yang meridian, und in den in den horizontalen Messungen messen wir die Yin-Meridiane. and the yin meridians are measured in the horizontal So manner. können wir Somewhat. uns die verschiedenen Resultate zwischen Längsmessung und Longitudinalmessung erklären. And so we can then explain the horizontal as well as the vertical measurements, the results of those measurements. Bei den Messungen, bei den einzelnen Ableitungen erfassen wir folgende Stellen. In the various taps, we then tap into the following places. Oh, these. Hier, die erste Ableitung. Frontal sinus left, ethmoid cells left, sphenoid bone on the left side, anthem of high more left and upper jaw left. Upper jaw left, lower jaw left, gland sublingual left, gland submandibular left, and tonsilla on the left. And then 3, frontal sinus on the right, ethmoid cells on the right, sphenoid bone on the right, anthem of high more on the right, and upper jaw on the right. The upper jaw right, S4, upper jaw right, lower jaw on the right, sublingual gland on the right, submandibular gland on the right, and tonsilla on the right side. And 5, we have the frontal sinus, the ethmoid cells, sphenoid bone, anthem of high more on the upper part. And 6, we have tooth and bone processes, upper jaw, sphenoid bone, and the parotid gland. 7, tooth and bone processes of the lower jaw, sublingual gland, and submandibular gland, and the tonsils. Bei der Ganzkörper In the total body decoder measurement, erfassen wir folgendes. we reach the following. To read again, number 1, the brain, left eye, left ear, nose, teeth, left jaw, parotid sinus, left tonsils, neck, spine, lungs on the left, and the heart. Number 2, left lung, heart, bronchi, what is that? Bronchioles, and then the systemic stomach. Next spine, lung left, heart. Number 2. Also 2. Lung left, heart, bronchi, system of stomach. Oh, the system of stomach, the pancreas, and Line, kidney, colon, transversum, also large
intestine, small, transversa and large intestine descendant. oh, and the urogenital system. Yeah. Here, Okay. it's the same. Brain on the right eye, yeah, the same on the right the side. left side, and here thorax, Number vein, 6, thorax, tonsil, lung, spine, tonsil, heart, stomach, pancreas, with the bronchitis system, and the gallbladder, and the thyroid. What is it? What is it? GL? Glandular thyroidea. Oh. Glandular thyroidea. Oh, okay. Ja, also, The thyroid gland, I guess. ich will Ihnen nur in etwa erklären, wie wir diese Sache anatomisch auswerten können. I only want to explain to you how we can differentiate all this anatomically. Und an der Vielfalt der anatomischen Einzelgegebenheiten And because of the multiple anatomical single presence, möchte ich Sie davor warnen, I want to warn you über einzelne Organe im Decodermessung eine Aussage zu machen. to make any kind of statement concerning single organs. Es ist erstaunlich, was manche Kollegen It is quite amazing what some colleagues, für Fähigkeiten im Märchenerzählen entwickeln. what type of abilities they develop in telling stories or fairy tales. Sie können genau aus diesen Messungen erkennen, dass also der Pankreas krank ist. From such measurements, they can specifically state that the pancreas are affected. Wir sind dazu nicht in der Lage, I aber have not gotten to that point where I have that capability, vielleicht sind wir unterbelichtet. and maybe I am not enlightened enough. So. Dasselbe jetzt in der letzten Zeit, ich habe leider noch keine Bilder, In the last time, unfortunately, I ist didn't have auch any noch ein pictures. Zahndecoder-Bild entwickelt worden. There is also a tooth decoder developed. Sie sehen auf jeder Seite You see on each 4 side Elektroden 4 electrodes, und mit Hilfe dieser Elektroden, and with the aid of these electrodes, die nun zu der Stirnelektrode kurz geschlossen which sind, now is shortened against the forehead electrode, können wir jetzt diese Areale in etwa prüfen, we can now check all these areas, ob hier ob sich hier ein unphysiologischer Vorgang whether there is an unphysiological erkennen process present. So, das ist also der Zahndecoder, And der that jetzt is- ganz neu ist. The tooth decoder that is rather new. Who makes that? Was für Ding? Wer macht das? Auch, das Janke. macht Janke. Janke. Ja, das ist an dem Apparat. Okay. Du hast den Sie Anschluss. And this- brauchen nur andere Elektroden dazu. Andere Only- Elektroden und vor allen Dingen ein anderes Anschlusskabel. Ja, Oh. aber dasselbe Gerät. Aber It's the hat- same instrument, but different electrodes are used. Put the electrode in his mouth. It's like when your foot, you're Um Ihnen, wer noch kein Decoder-Gramm gesehen hat, And for those who have never seen a decoder, möchte ich Ihnen zunächst Right. einmal ein Decoder-Gramm zeigen. this is, Ein umgekehrter. So. no, upside down. Moment, nein, Moment. Das, it's all Greek to us anyways. doch so. Es ist ein Kopfdecoder. This is a head decoder printout. Sie sehen hier dreierlei Farben. Here you recognize 3 different colors, Rot, schwarz, grün. red, black, and green. Die Rotmessung entspricht der Erstmessung. The red represents the first measurement. Also der ganze Testvorgang über alle 7 Ableitungen The whole process over all 7 taps wird mit der Farbe Rot geschrieben. is first done and written in the red color. Dann wird durch das Gerät selbst Then, werden die einzelnen Quadranten gereizt. then with the Electric instrument, stimuliert. automatically all the quadrants are electrically stimulated. Dann wird die Zweitmessung durchgeführt mit Then- der Farbe Grün. The secondary measurement is carried out utilizing the green color. Und wir sehen jetzt
an der Differenz zwischen Erst- und Zweitmessung And so we see by the difference between the primary and secondary measurement ein Resultat, das wir dann auswerten können. a result which we then can differentiate. Als dritte Farbe ist Schwarz da. The third color is black. Die wird bei uns eingesetzt, wenn wir Narben abgespritzt haben. We utilize that in our case if we have injected into scars. Mit Hilfe dieser Drittmessung With können the aid wir of this third measurement, dann feststellen, we can then determine welchen Stellenwert die Narben im Krankheitsgeschehen haben. which value position the scars play in the disease profile. Also, wenn nach dem Abspritzen die Werte in die Norm gehen, If following the injection of scars, the values return to normal, dann wissen wir, dass die Narben einen großen Anteil an dem Versagen der Regelfunktion im Körper haben. then we know that the scars had a great influence on the regulating system of the body. Jetzt zeige ich Ihnen ein normales I will now show you a normal Decoder decoder profile. Segment. The segment. Wir beginnen hier mit einer Primärmessung, das heißt also einer Abnahme We des begin here with the primary measurement, that is a removal des Eigenpotentials. of the own or the homopotential. Ein solches Kästchen entspricht 10 Millivolt. One of those measurements is equivalent to 10 millivolt. Wir können also hier genau ablesen, And so here wie kräftig we can now die read Spannung how strong the current im Gewebe ist. it was present in the tissue. Dann wird jetzt ein Reiz gesetzt Then an impulse is given mit einem Volt mit einem Volt und bei einer Frequenz von 10 Hertz. is given with using about 1 volt and a frequency of 50 hertz. Und bekommen auf diesen Reiz, sehen daran, wie der Körper diesen Reizstrom verarbeitet. And then we can see by the deflection how the body reacts to that impulse. Wir haben eine sogenannte Einschwingkurve bekommen, And this we call the swinging in curve, die uns also sagt, wie der Körper auf diesen Reiz mit dem Strom reagiert. and this tells us then how the body reacts to that electrical stimulus. Nun haben wir den Batterieeffekt Now, following is the battery effect, und der Strom wird im Rückstrom abgenommen. and Dieser Teil der Kurve heißt Rückstrom. that current then is again read by the instrument, which is called the return current flow, and it is recorded. Auf jeden negativen Reiz muss eine positive Antwort kommen. For every negative stimulus, there should be a positive response, followed by a positive response. Dieser Rückstrom soll in etwa 2 bis 3 Millimeter hoch sein. This return current should usually be 2 to 3 millimeter high column, Und dann auf 2 Millimeter abzusinken. and then sink 1 down, bis 2 Millimeter and abzusinken. then sink down to the level of 1 to 2 millimeters. Hier haben wir wieder den Eigenstrom des Organismus. And this represents again the own current of the organism. Dieses Potential soll in etwa 2/3 der Gesamthöhe des Impulspaketes ausmachen. This tissue current should occupy about 2/3 of the impulse package. Dann haben wir den positiven Reiz. Then we have the positive stimulus current. Also wir müssen uns aus der Stromkurve, aus der Sinuskurve, hier die negative Teil, das entspricht diesem, und der positive Teil entspricht
diesem Reiz. Think of the alternating curve, the sine curve that responds to a positive and a negative impulse part of that curve. Nun haben wir auf diesen positiven Reiz eine negative Antwort. And so following that positive stimulus, we then have a negative response. Negativer Rückstrom, positiver Rückstrom und negativer Rückstrom sollen sich in etwa gleichen. The positive return current and the negative return current should be approximately of the same profile. Trotz normaler Werte kann oft der negative Rückstrom geringer sein. Even in a normal situation, it is quite frequently possible that the negative return current can be somewhat less than the positive. Das ist nun also das Idealbild This is the ideal picture eines Decodergrammes. of a decodergram. Alle Werte des Decodergramms All values of the decodergram sollten sowohl im Kopfgebiet als auch im Körperdecoder gleich sein. all the measurements on the decodergram should be done in the head area as well as the body area. Das war nur, damit Sie das verstehen. This So, was only shown so that you understand. jetzt wollen wir die einzelnen Fakten in etwa durchgehen. And now we want to go through the single Zunächst factors. betrachten wir uns die Einschwingkurven At first we want to look at the swinging in curve der Impulspakete. of the impulse package. Diese Einschwingkurve sehen Sie verlängert This, und steiler abfallen. this swinging in curve you can recognize is elongated considerably and it has a rather steep decline. Wir haben gestern darüber schon gesprochen. Es kommt hier zu einer Verschiebung im Gewebe zum Sauren. Yesterday we alluded to that already when we mentioned that this represents a Folglich, shift in the tissue fluids to the acid milieu. folglich ist als erstes das Impulspaket beim Anfangsmessung erhöht. Which can be seen by the fact that the impulse to begin with Die Entladung des Gewebes kommt schneller. is elongated or accentuated. Also, the emptying of the tissues occurs very rapidly, Und wir bekommen also diese Form der Einschwingkurve. and that's what produces this form of the swinging in curve. Das ist also ein Entzündungszeichen im Impulspaket. This represents an inflammatory situation or condition in the impulse package. Ist das in etwa verstanden worden? Do you kind of understand that? Ja? Oder hat einer eine Frage? Any questions to that? Bitte fragen Sie dazwischen. If you wish, you can ask in between. Jetzt haben wir hier eine ganz andere Form Now here you see a completely different form der Einschwingkurven. of the swinging in curve. Nach unseren Erfahrungen According deutet to our das experience, this means auf vegetative Störungen hin. of a vegetative type of disturbance. Der Organismus ist nicht mehr in der Lage, The organism is no longer incapable eine normale Einschwingkurve to present zu a normal produzieren. swinging in curve. Versucht, noch einen Widerstand zu haben, Attempts to have some type of a resistance, aber es gelingt ihm nicht und dann kommt diese wellige Kurvenform zustande. but since this is impossible, you have a wavy curve, the production of a wavy curve. Ist diese Form in der Hand-Hand-Ableitung zu finden, If one sees this curve form in the hands-to-hand tap, können wir auf vegetative Störungen des Herzens schließen. one can conclude on a possible cardiac disturbance. Hier noch einmal And here again,
noch einmal das Normalbild. The normal Und profile. hier noch einmal die entzündliche And Einschwingkurve. here again to show you the inflammation swinging curve. Wenn starke Narben in dem Quadranten zu finden sind, If powerful scars are found in the quadrant, measurement quadrant, haben wir sehr häufig diese Form der Einschwingkurve. quite frequently this is the type of form of swinging and curve that is produced. Wir haben also auch keinen geregelten Stromdurchfluss. We don't have any kind of regulated current Wir flow. können sehen, dass hier auch der Widerstand im Gewebe herabgesetzt ist. And one can also recognize that the resistance in the tissue is diminished. Haben wir zunächst im positiven Reiz eine Verringerung, also ein umgekehrtes Bild. Following next, if we have in a positive stimulus, we have a diminishing or shortening of the So curve, müsste das Bild eigentlich aussehen. or a turnaround type of picture. Und Sie sehen hier zunächst diese... Entschuldigung, ich habe es falsch umgedreht. So muss es sein, ja? Yeah, Sie sehen den Unterschied. you can now see the difference. Das heißt also, hier kommt es zu einer Ermüdung der Abwehrlage. This means that there is a fatiguing of the defense situation. Das ist oft das Zeichen einer beginnenden Regulationsstarre. This is the beginning sign of a regulation blockage. Dieses Bild entspricht ebenfalls einer Erschöpfung. This picture also represents a fatigue Metabolismus im Gewebe. of the metabolism in the tissue. Also der Körper ist auch nicht mehr in der Lage, eine normale Einschwingkurve zu bilden. The body no longer is in the position to form a normal swinging in curve. Ich will Ihnen mit diesen Bildern nur die Vielfalt zeigen, I only want to show you with these, with die the rest of in the picture, diesen Dekodagrammen auftreten können. the great variety of profiles that can appear in a decoder reading. Und dass auch zur Auswertung eine wirklich große Erfahrung nötig ist. And it is important for its for the diagnosis to have great amount of experience. Ist diese Kurve in der Armableitung If this curve zu appears sehen, on the tab, haben wir sehr häufig eine Arrhythmie. then quite frequently there is the presence of arrhythmias. Also der psychogalvanische Reflex ist hier gestört. The psychogalvanic reflex is disturbed in this case. Das heißt also, es ist noch keine organische Herzschädigung. That means there is no organic heart damage as yet. Bei Beherdung kann dieser Prozess absolut reversibel sein. In case of foci, this process can be totally reversed. So, jetzt kommen wir zu den Rückströmen. And now we will talk about the reverse or answering currents. Ich darf noch mal erinnern, Now can I again call back to your wir haben attention? jetzt also die positiven und die negativen und positiven Impulspakete beurteilt. We have now talked about the positive and the negative impulse packages. Jetzt kommen wir zur Beurteilung der sogenannten Rückströme. And now we will talk about the return or the answering currents, the profiles of the answering currents. Ach, da hat mir einer gesagt. Da hat mir einer
durcheinander geschmissen. Einen Moment, hier. Hier haben wir jetzt einen normalen Rückstrom. This shows a normal answering or return current. Ich sagte Ihnen schon, dass der positive Rückstrom auf die negativen Impulsstimulation. I told you that the positive answering current follows a negative stimulation. Durchaus eine abweichende Form geben kann. Can definitely have a somewhat of a different form. Es kann aber auch, wie hier steht, ein OH-Überschuss sein. Das heißt also, die negativen Ionen überwiegen und daher kommt es zu einer Verlängerung des negativen Rückstroms. But it is possible, as in this case, which is called the OH overshooting, that the positive ions can give an elongation of the negative answer to the negative answering current. Hier haben wir jetzt die absolute Stahl. And this demonstrates an absolute blockade. Wir haben also keinerlei Rückströme. There's absolutely no reverse flow or answering currents. Hier sind noch Relikte. And here you have relics present. Wenn Sie diese Form sehen, dass sowohl Impulspakete als auch Rückströme gleich Null sind, this form of the irritation currents as well as the answering currents approach very close to zero. Liegt eine körperliche Erschöpfung vor, kann eine körperliche Erschöpfung vorliegen. A total body fatigue can be present. Wir haben es früher gefunden, als wir die Patienten am selben Tag anreisen ließen. We found that when we had allowed the patient on the same day Anreisen. If we had the patient, the patients were examined on the same day as the day they traveled. Wenn sie getestet wurden und die lange Bahnfahrten oder Autofahrten hinter sich hatten, especially if they had long stretches of rail or autobahn travel, dann kamen diese Testbilder häufig vor. These type of test profiles occurred quite frequently. Daher muss der Patient heute immer vor den Messungen mindestens eine Nacht ausgeruht sein. This is why we now dictate that the patient should rest at least overnight before the testing if they had a long travel period behind them. Dann kann sich diese Kurve am nächsten Tag wieder zur Norm entwickelt haben. And sometimes this type of curve profile may return to a more normal picture. Es kann aber auch, wenn nach dieser Ruhepause solche Bilder auftreten, kann eine schwere Intoxikation vorliegen. Should these type of profiles still appear after that rest period, then that may indicate a very severe fatigue in the system. Die kann bakteriell sein. This can be bacterial. Die kann toxisch sein durch chemische Noxen. It can be of chemical nature through different toxins. Und vor allen Dingen kann es auf geopathischen Belastungen beruhen. And of course it can also lead to geopathic stresses. Ein Fehlen der Rückströme. An absence of the answering current. Also ein Fehlen der Eigenenergie. That is an absence of own energy. Ist immer ein alarmierendes Zeichen. When the tissue energy is always an alarming sign. Und muss unbedingt beachtet werden. And it should definitely, one should pay attention to that definitely. Denn bei längerem Fehlen der Rückströme, because if the absence of those return current is chronic, und bei einer geopathischen Belastung, and in case of geopathic stress, kann durchaus innerhalb von 2 bis 3 Jahren ein Krebs entstehen. It is possible that in a time duration of several years, it is possible to have the presence of cancer. Dieses Zeichen muss immer als eine Warnung, als
für eine Präkancerose angesehen werden. This type of decoder profile should always be viewed as a precancerous signal. Jetzt kommen wir, Moment, habe ich noch zu den Potentialen. And now, again, in addition, something to the potentials. Noch einmal ein Rückstrombild. One more time, a return or an answer current picture. Ist eine Polarisation geschehen, also haben wir einen Rückstrom If a polarization has happened, that is, if we auf have a einen negativen Reiz, return current following a negative stimulus auf einen positiven Reiz, or a positive stimulus, der keinen negativen Rückstrom gibt, which does not give us a negative answer sondern current, einen positiven Rückstrom gibt, but a positive return current. ist das auch ein Zeichen einer chronischen Entzündung. This is also a sign of a chronic inflammation. Und zwar ist die Kurve noch so steil einer subakuten. And if the curve is as steep as here, it is a subacute. Es ist also zu einer Verschiebung wiederum ins saure Milieu gekommen. This is due to a shift into the acid milieu. Wie bitte? So, wollen wir jetzt nicht aufhören, es ist 1 Uhr, sonst haben wir wieder keine Now, Mittagspause. it is 1 o'clock. Should we Wir machen stop dann now? weiter. And then we continue into... My idea was hold it down, my better idea. But I'm not bitter, Gary. I just remember. Hey, we're saving that till Sunday, Saturday afternoon. Okay, good idea. The plan is that Dr. Kramer is going to do the testing, and Ralf is going to talk to us a little bit more. Our translator. Oh, yeah. There's your stand. Wollen wir nicht I'll tell you what, if you see that he wants more, he wants to go and you want that, and the other one that's Just listen to the tape. You're by the time you want to. Kind of see. It's an alpha wave stuff. Take it. Back to the hotel. Could make very good. Es wird also zunächst die Stirnelektrode angelegt. At first we apply the forehead electrode to the patient on the decoder instrument. South Dakota or North Dakota? It's the Yankee decoder. Yankee decoder. And there's a rebel decoder. Hand electrode. Yeah. The red connections are on the right side. No, left. Wrong side. That's left. Left. Oh. Here and here. Left side. Okay. Stand corrected. This instrument now simplifies a few things. Before there were all kinds of different colored cords. Now the red connections go to the left side of the patient, and the black möglichst die Elektroden andrücken am Kopf. and the black ones go to the right side of the patient. One should apply some pressure
after the electrodes are placed to the skin to have good contact. Die kurzen Elektroden kommen an den Kopf. The short wires are connected to the head electrodes. Die mittellangen. Then the medium length are placed with the hand electrodes. And the long wires are then for the foot electrode. Arbeitet für uns. Okay. Now the instrument is then fully automatic. It does its job now. The first measurement that it had is a check to make sure that the instrument is calibrated correctly. In other words, it's already pre-programmed to make certain scribes, and if that is in place, then one can be sure that it was programmed to run the rest. Alle Decoder-Leute haben sich geeinigt, dass die erste Farbe der Messung rot ist. All the people who are concerned or working with the decoders have determined that the color red should always be used first. So, on the stylus. Ich erinnere noch einmal. Now again, can I bring to your remembrance? Zunächst haben wir die Impulspakete besprochen. At first we talked about the impulse packages. Dann die Rückströme. And then we discussed the return currents. Und nun noch ein paar Worte zu den Potentialen. And now I will spend some time in discussing the potentials. Diese sind die Potenziale. These are the representative of potentials. Die Rückströme werden also gebildet, werden aufgeteilt in zwei Teile, in den sogenannten Rückstrom und die Potenziale. The return flow current is divided into two parts. The one is the potential, and the other one is the return flow current. Hier haben wir eine normale Potenz, ein normales Potential. Ein normales Potential. This illustrates a normal potential. Dann vor der Reizung haben wir ein kleines Potential. Before the stimulus was applied, we have a small potential. Das in etwa 1 Zentimeter hoch ist. Which is approximately 1 centimeter in height. Dann haben wir nach dem negativen Reiz. Then we have the negative stimulus. Den positiven Rückstrom und das positive Potential. The positive return current and then also the positive potential. Das positive Potential soll 2/3 der Höhe der Impulspakete ausmachen. The potential should be about 2/3 of the impulse package. Also hier ist die Zone die Normalzone. This indicates the normal range or zone. Also das Potential soll ungefähr bis zur Grenze dieser Normalzone reichen. So normally this potential package should reach to the border of the within the normal potential or the stimulus. Jetzt haben wir eine fortschreitende Entzündung, das heißt also eine chronische Entzündung. This illustrates progressive inflammation or a chronic inflammation. Wir haben hier dann zwar noch eine positive Reaktion. We have here represented still a positive reaction. Aber auf dem positiven Reiz durch die Impulspakete, but on top of the positive stimulus of the impulse package, haben wir eine verringerte negatives Potential. We have a reduced negative potential. Jetzt haben wir den sogenannten Polarisationseffekt. Now we also have what we call the polarization effect. Und zwar, wir haben also alle Potenziale sind jetzt negativ ausgerichtet.
As you can see, all the potentials here are negatively oriented. Das heißt, mit anderen Worten, wir befinden uns im basischen Milieu. Otherwise translated, this means that we find ourselves in an alkaline milieu. Das heißt also, das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Which is not a very good sign. Denn Sie wissen, eine Überalkalisierung des Gewebes Because realize that an overly alkaline tissue führt sehr leicht zu Degeneration im Sinne eines malignen Geschehens. Leads very easily to the creation of a malignant situation. Hier muss also die Ernährung ausgewogen sein, es muss Frischkost gegeben werden. One has to now evaluate nutrition significantly. It is recommended that only fresh substances or that only fresh substances are given. Muss Frischkost geben, hier wieder diese negativen, die negativen Impulse wieder durch eine positive Potenzial zu ersetzen. In order to reverse the negative answer currents into a positive position. Haben Sie das verstanden? Do you understand that? Oder hat hierzu einer eine Frage? Do you have any questions to this? You said an alkaline condition relates to malignancy or degeneration, is that correct? Yes. An acid condition would relate to what, inflammatory responses? No, not inflammatory. Eine Chronik inflammatory, also kann dazu führen. Und will unterscheiden zwischen Acid und Basis. Ja, das zeige ich gleich. Wir können hier eine Anazidität empfinden des Gewebes oder eine Azidität. We can show with this an acidic or a non-acidic condition of the tissues. Hier haben wir jetzt die Azidität. This here illustrates an acidic situation. From that last picture, Yeah? Can you tell anything about the RH2 and the R? Kann etwas gesagt werden über RH2 und so weiter vom letzten Bild? Oder von diesem, die Vincent, das Hydronium-Ion-Konzentration. Die Ionenkonzentration? Ja. Ja, wir haben hier jetzt einen pH-Wert We have now a pH value unter 7. below 7. Also ungefähr, bei diesem Bild wird also unbedingt an einen pH-Wert von 5, 6. Wir müssen also an Milchsäure denken. Eine Übersäuerung des Gewebes durch Milchsäure. In this situation here, this represents roughly 5 or less pH, and especially here we can think in terms of a over acidity due to a souring of milk. Während wir hier einen Wert haben, einen pH-Wert über Whereas this 7,4. represent a pH value in excess of 7.4. Das ist also ein schlecht reversibler, That is a worse reversal, während die Übersäuerung whereas the over acidity aus Erfahrung leichter zu beeinflussen ist. is considerably easier to be influenced than the alkaline situation. Noch eine Frage? Additional questions? The acid is easier to affect. Yes. Is that inflammatory? Acid No, it's not necessary. Also nicht nötig. Es kann durchaus sein, eine Überanstrengung nach einem. It can also indicate some type of overexertion, such as after exercise. Entweder diätetisch, Either diet, mechanisch. a mechanical. Es kann aber auch eine Entzündung sein. However, it can also represent inflammation. Aber es ist eine Entzündung, bei einer chronischen Entzündung. In a case of a chronic inflammation, Wenn solche
nur positiven Potenziale auftreten, if all these positive potentials appear, ist meistens das Impulspaket sehr kurz. is usually the impulse package is quite short. Ich zeige Ihnen gleich solche Bilder. I will show you those type of pictures. Ist das jetzt fertig? Wir wechseln jetzt die Farbe. Now we're changing the stylus to color green. Und starten die Messung von neu. And we again begin the measurement all new again. Okay. Also, das waren die Hauptmerkmale der Potenziale. These were the main road signs of the potentials. So, jetzt will ich Ihnen nur einige Ganzkörperdecoder zeigen und versuchen, diese in etwa zu interpretieren. I will show you now full body decoder readings and try to interpret those for you. Ich bitte um Entschuldigung, es gibt keine Farbkopie, ich musste das mit der Hand nachmalen. You have to excuse the copy because we don't have a color copier yet and I have to do that by hand. Wir sehen also hier noch einmal die negative Potenzial, Here you can see the negative potential, das negative Impulspaket in Rot, the negative impulse package in red, den positiven Rückstrom in Rot, the positive return current in das red, positive Potenzial in Rot, the positive potential in red, das positive Impulspaket, die negative Rückstrom the negative return current, und der negative current Potenzial. potential. Dasselbe sehen wir in Grün. And the same thing is also visible in green. Das Wichtige ist jetzt, The important thing now Sie müssen dran denken, was Kramer Ihnen über einen Test erklärt hat. is to remember what Dr. Kramer told you about a test. Wir brauchen also eine Messung, We need a measurement, dann eine Reizung then a stress, und dann die Zweitmessung. and then a second measurement. Die Relation zwischen Erst- und Zweitmessung And the relationship between the first and the ist für second uns measurement die wichtige Aussage. is for us a very important expression. Die Norm soll so sein, wie hier dieses obere Diagramm. The norm should approach what we see up here on top. Wir haben eine fast normale Einschwingkurve in Rot. We have almost a normal swinging curve in red. Dann kommt ein 1 bis 2 mm breiter weißer Strich. Then we have a 1 to 2 millimeter wide space or gap between the two, the red and green. Und dann haben wir eine gleiche grüne Einschwingkurve. And then we have a similar green swing end curve. Die rote Kolumne sollte allerdings hier in der Normphase liegen, am Anfang der Normphase. The red column, however, should be positioned within the norm range. Aber grundsätzlich muss sein, Erstmessung, But basically you should have first measurement, Reizung, stress, or Schockphase. And then- Das heißt also eine überhöhte Reaktion des Organismus. and this indicates an elevated reaction on the part of the organism Den Reiz zu kompensieren im Gewebe. in order to compensate the stimulus in the tissue. Dann soll in gleicher Weise
dieses Bild beim Rückstrom sein? The same thing in the return current. The picture should be about the same. Und ebenso in den Potentialen. As well as in the potential. Hier soll wieder genau dasselbe sein, rot, Millimeter bis 2 Millimeter, weiße Zone und dann grün. And again, ideally you should see red, then 1 or 2 millimeter white zone, and then green on top. Wir können also sagen, diese Quadrant ist relativ unauffällig. So, all I can say for this quadrant is relative unimpressive. Bis auf die Tatsache, dass das Potenzial zu hoch ist. Except for the fact that the potential is too high. Das heißt also, es ist eine leichte Übersäuerung in dem Gewebe. Which means there's a light acidity in the tissue. Wenn wir jetzt also uns nochmal dieses Bild in Erinnerung bringen, now, if we can again call you to attention this picture, dann wissen wir, über welchen Bezirk wir in etwa eine Auskunft haben. and now you can tell in which area we have the information. Ja, ist das verstanden? Do you understand that? Diese Sachen haben wir also jetzt im Grunde grob diagnostiziert. This area we now have diagnosed in a coarse manner. Diese Ableitung, also Kopf, Hand, the tap of the head and hand on the left side. ja, die ist in ersten Ableitung It is the first tap. aus Erfahrung immer etwas niedriger in den Impulspaketen als alle anderen. It is from experience always lower in the impulse packages. Wir wissen nicht, woher es kommt. We don't know why. Aber wir dürfen also hier bei dieser Ableitung, bei der ersten Ableitung, nicht erwarten, dass das rote Impulspaket in der Norm ist. And so we should not expect in this first package that the red impulse pack or flag will appear in the normal range. Ich möchte Ihnen das nur sagen, weil sonst immer wieder gesagt wird, hier muss eine echte Störung sein. The reason I'm telling you that is because most of the time they say, well, here you should have a serious disturbance. Bei hier können Sie jetzt das Bild, dieses zackige Bild, here you can see the wave form of the und der grünen Impulspakete sehen. The wave type form of the flag is visible, both of the red and the green. Und Sie erinnern sich, dass ich Ihnen gesagt habe, dass hier eine vegetative Störung des Herzens vorliegen kann. And so remember I told you that it is possible that this patient has a vegetative disturbance in the cardiac area. Zumindest ist in diesem Bezirk eine vegetative Dysregulation. At least this indicates that in this area there is a vegetative dysregulation. Und wir haben hier jetzt einen Effekt. Sie sehen, das Potenzial ist umgeschlagen. We now have here an effect. As you can notice, the potential is reversed. Wir haben also hier zwei negative, vielmehr 3 negative Potenziale. That is, we have now the presence of 3 negative potentials. Was mit anderen Worten besagt, es ist hier eine Alkalisierung. In other words, what we can say here is that we have an alkaline condition in this area. Und eine zweite Auffälligkeit ist, dass der negative Rückstrom ebenfalls in die negative Zone gekommen ist. The second conspicuous condition is also that the return current is also in the negative field. Also, wir wissen, dass hier im Gewebe, im Ionenverhältnis, also im Elektrolythaushalt, eine Störung vorliegt. And so this would indicate that in the electrolyte content of the tissues, we have an alkaline condition present.
Hier haben wir ebenfalls diese vegetativen Zeichen. And on this side we also have these vegetative type signs. Aber hier unten ist noch eine Auffälligkeit. But down below we have another conspicuous situation present. Wir haben hier eine Zone von 2 bis 2 Zentimeter zwischen Rot und Grün. We have here a zone that has a measurement of 2 centimeters, space between the red and the green. Und der Rückstrom zeigt eine verstärkte Einschwingkurve. And the return current also shows a very accentuated swinging in curve. Das zeigt, dass hier eine entzündlich hyperergische Reaktion vorliegt. This indicates that there is the presence of an inflammatory hyperergic reaction. Sie sehen, dass das aber auch in dieser Ableitung ist, dass hier der Abstand vergrößert ist. You can also notice that in number 6 that we have a similar enlargement or spacing in that area. Sodass wir sagen können, in den Vertikalableitungen, in den Horizontalableitungen, what we can say here that in the horizontal tapping, also den Yin-Meridianen, that is in the yin meridians, muss also damit in den Speicherorganen, that is, we need to consider the storage organs. Müssen wir eine Störung vermuten. We are now suspecting a disturbance. Das kann jetzt die Niere sein. This can be the kidney. Das kann der gesamte Urogenitaltrakt sein. It may even be the entire urogenital tract. Es kann aber auch noch ein Teil des Intestinums sein. And it can also include part of the intestinal tract. Mehr kann man im Grunde aus dieser Decodermessung nicht ablesen. More cannot be read from this decoder reading. Auf einzelne Organe zu schließen und vor allen Dingen sicher eine Diagnose stellen zu können auf einzelne Organe, halte ich für absoluten Unsinn. In order to zoom in on the specific organs or to be certain diagnostic of any dysfunction in a particular organ is totally impossible. Wir können also sagen, nicht, wir haben das lumbalen Raum, wobei auch noch die Wirbelsäule mit in Frage kommen kann. In the lumbar area, we also have the spinal cord in Wir haben question. das Rektum The rectum is present, und das Urogenitalsystem. and the urogenital system. Also alle diese Sachen können belastet sein. Aber wie gesagt, da wir glauben, dass es mehr den Yin-Organen entspricht, All these could be stressed, all these organs could be stressed, but we suspect that the yin meridians are affected. ist hier wahrscheinlich das Urogenitalsystem mit den Nieren betroffen. And so one could perhaps suspect that the urogenital system with the kidneys may be the main culprit. Der Dakota muss jetzt weitergehen. Kopf vermehrt. Ja, ich mache den Kopf schnell. Can you help me? Warte mal. Wir machen jetzt den Kopfdecoder. We now will take the head reading. Wir belassen die Stirnelektrode The forehead electrode is left in place und legen nur die Oberkieferelektrode an and apply only the upper jaw electrodes und die Unterkieferelektrode. and also the lower jaw electrodes. Warte mal, oder lass, das war ich schon. Nein, so. Warte.
Die Handelektroden für den Unterkiefer, nicht? Für den Oberkiefer. Für Oberkiefer. And then one uses the hand electrodes to connect the upper jaw, and the foot electrode terminals for the lower jaw. The writing stylus is changed to red. Your eyes are slowing up. I slept through those classes though. You never study how about you? A little bit more exciting when it was breakfast. Okay. Stop the world. And this rote nicht gedeckt. You forgot the stylus. You forgot to change the stylus. Color. Yeah, color red. I tell you, there's nothing worse than having two chefs in the kitchen all at the same time. We get the two craziest guys in Germany. Yeah. Did you just order it now? This is what's color? Well, it's always first, the red color goes on first. And then the green. Das ist jetzt der Ganzkörperdecoder This is now a print von dem jungen Mann. The total body decoder of the young man. Und wenn Sie sich jetzt an meine Auswertungen erinnern, And now, if you remember the things that my explanations, dann können Sie sehen, dass hier die Kopfableitung, dass alle Ableitungen praktisch weder Impulspakete haben, here you can see that all the tabs don't have any impulse packages, noch dass alle Ableitungen irgendwelche Rückströme haben. and also all of the tabs don't have any type of return flows. Wir haben aber hier eine Polarisation. Wir haben hier eine Polarisation ins Negative. But here it shows rather strong polarization into the negative milieu. Bei diesem Decoder müssen wir uns sofort fragen, ist der Junge zu lange Auto gefahren? So here I would immediately think, did the young man travel perhaps a long time? Is he rather fatigued? Ja? Ist er zu lange? Have you traveled a long way? He can answer now. Ja. How far? From Saratoga. 90 miles. Ja, ist mir kein Begriff, wie weit. Not even that. 60 miles. 1,6. It's about 60. Das ist schon keine große Entfernung. Yeah, Needham. Das ist im Grunde keine große Entfernung. Well, this would not present a large, big distance. Hat er gestern irgendwie einen körperlichen, seelischen Stress gehabt? Ich glaube, wenn er fertig wird, dann können wir ihn fragen. Ja. Kann er nicht sprechen. Auf jeden Fall ist hier dieses Decodergramm ein relativ schlechtes Bild. Now, this decoder printout does not present a very encouraging Für uns condition. ein Hinweis, entweder eine schwere Intoxikation It indicates either a very serious intoxication oder eine geopathische Belastung. or idiopathical stress. Ich werde Ihnen nachher vormachen, wie man jetzt diese geopathische Belastung mit der Route ausmessen kann. Later on, I will explain to you how one can measure the geopathic stress with the use of a dowsing rod. Mit Hilfe der Route können wir dann feststellen, ob er durch elektromagnetische Wellen, also sprich dem Leitungsnetz belastet ist. With the aid of the dowsing rod, it will be possible to determine whether he is subjected to any type of electromagnetic radiation, Ob er mit Wasser belastet ist or whether he is stressed with water, underground water,
oder ob er durch die sogenannten Gittersysteme or whether he may have problems with the so-called geopathic grid system. Die typischen Merkmale bei den Patienten für geopathische Belastungen ist erstens The typical sign of a patient with geopathic stress is first schlechter Schlaf poor sleep oder so tiefer Schlaf und am Morgen kein Ausgeruhtsein. or such a deep, profound sleep. However, in the morning there is not the feeling of restfulness. Nächtige Wadenkrämpfe Also nightly cramps oder vermehrtes Schwitzen. or increased sweating. Wir haben manche Patienten gehabt, die sich 3 bis 4 Mal nachts umziehen mussten. We've experienced some patients who had to have their nightgowns changed 3 times a night. Das sind die Hauptmerkmale, die Sie jeden Patienten, der ein solches Decoder hat, fragen müssen, Those are the main signs that you can use in order to ask these questions of the patient, ob ein Symptom zutrifft. whether one of those symptoms may apply to him. Und dann muss der Patient, ich weiß nicht, ob es hier überhaupt solche Einrichtungen gibt, And I don't know whether you have such facilities here. ein Routengänger die Schlafstätte überprüfen. Otherwise, he could use a dowser to check his area where he sleeps, his bedroom area. Aus Erfahrung wissen wir, From experience, we know dass ja der Mensch die Hälfte seines Lebens im Bett verbringt that the human spends half of his life in the bed. und daher ist auch die Schlafstelle meistens die stärkste Belastung. And this can present also a problem if the bedroom is the strongest stressful area. Vor allen Dingen, weil der Patient sich nachts nicht bewegt, Especially since the patient does not move around at night, sondern immer wieder und während am Tage er sich sonst hin und her bewegt whereas during the day he moves about. und nicht immer an einer Stelle nur geopathisch belastet wird. And this way he does not spend the time in one area to be stressed geopathically. So, das war das. Jetzt möchte ich Ihnen noch ein Bild zeigen. Now I want to show you another picture. Moment. Hier, das ist zum Beispiel ein Bild. Ein typisches Bild. This is a typical picture. Oh, the Zeiger ist da. Ein typisches Bild. Wir haben hier oben keine Rückströme. It is a typical picture. On top, again, the return currents are missing. Wir haben hier keinerlei Impulspakete. We don't have any impulse packages or flags visible. Und wir haben hier bei der Drittmessung, And here we have in a third measurement, also nach Abspritzen der Narben, that is following the injection of scars, eine Verbesserung. an improvement. Wir können also hier draus sagen, die Hauptbelastung liegt im Kopfgebiet. So with this patient we can say that the main stress is in the head area. Es kann sich um eine toxische Belastung handeln, im Sinne einer bakteriellen It can Toxizität. be the presence of a toxic condition such as bacterial problem. Es kann aber auch hier also hier ist vor allen Dingen an Tonsillengeschehen zu denken. On this we can think in terms of tonsil problems. Und wir müssen aber wiederum hier denken an eine geopathische Belastung. And here again we should strongly suspect a possibility of geopathic stress. Dass ein Herdgeschehen mit eine Rolle spielt. That a focus occurrence can also play a significant role. Sehen wir, dass der eine Rückstrom hier zu erkennen ist. That one can recognize the return current in this area. In dem richtigen Milieu. Within the normal or correct milieu. Während auf der anderen Seite, Whereas on the other side, dass der Rückstrom in die
entgegengesetzte Seite in die gleiche Seite gerutscht ist. Also, die positive Belastung hat einen positiven Rückstrom und ein positives Potential. The other package has a positive return current on the positive stimulus, as well as the potential is in the positive. Und überall, wo diese Erscheinungsform zu finden ist, everywhere where you have this type of a form appearing, können wir darauf schließen, dass das Herdgeschehen eine Einwirkung hat. one can conclude that the focus occurrence has a certain profound influence. It's the Code of jetzt weiter aufmerksam. Wir wissen also, wenn wir uns jetzt wieder dieses Bild vor Augen halten, And so if we come back again to this first picture, also dass dieser in etwa, dass also dieses Herdgeschehen im Kopfgebiet, so that the focus occurrence in the head area, in diesem Kopfgebiet auf alle diese Organe einen negativen Einfluss zu haben scheint. has a negative influence in all the pointed out organ systems. Außer